Hi, ich bin Stefan von Eltaco. Ich zeige euch heute, wie man den energieautarken Stellantrieb FKSSV in den V-Butler einlernt und somit die Heizungsregelung noch energieeffizienter gestaltet. Unser FKSSV, der energieautarke Stellantrieb, kann auf nahezu fast jedem Heizkörper problemlos montiert werden. Das heißt, er ist ideal für die Nachrüstung. Die Energiegewinnung findet statt, indem die Temperaturdifferenz von dem warmen Wasser, welches wir im Heizkörper haben, und der Raumtemperatur 4 Kelvin beträgt. Diese haben wir fast immer. Da der Stellantrieb energieautark ist er natürlich wartungsfrei. Wir brauchen keine Batterien und wir haben keine Leitung, die wir verlegen müssen, weil wir natürlich keine externe Spannungsversorgung brauchen. Wir können den Stellantrieb in den V-Butler einlernen und somit können wir auf die Komfortfunktionen zurückgreifen. Wie zum Beispiel Zeitfunktionen, Profilumschaltungen, wenn wir zu Hause sind, können wir die Temperatur absenken oder aber Energiesperre, Fenster auf, Heizung aus. Und wie das Ganze funktioniert, das zeige ich euch jetzt. Um den Stellantrieb in den V-Butler einzulernen, starten wir natürlich als allererstes die V-Butler App. Wenn wir mit dem V-Butler verbunden sind, klicken wir auf Konfiguration und unter Geräte oben rechts auf das Plus, um Geräte hinzuzufügen. In der Herstellerdatenbank wählen wir jetzt Eltaco aus. In der Kategorie Heizung Sanitär finden wir Stellantriebe und hier finden wir natürlich dann den FKSSV. Wir klicken auf Anlernen und sollen als erstes den Stellantrieb montieren. Das haben wir bereits erfolgreich getan. Wir klicken auf Weiter und werden jetzt aufgefordert, den Programmierknopf entsprechend zu betätigen. Einmal betätigt und schon bekommen wir das Feedback, dass der Stellantrieb entsprechend eingelernt ist. Wir klicken auf Weiter und werden nochmal eine Kommunikationsprüfung durchführen. Hierzu nehmen wir noch einmal das Service-Tool, betätigen den Programmierknopf und durch das einmalige rote Leuchten der LED sehen wir, dass der Stellantrieb entsprechend erfolgreich eingelernt ist und dass die Kommunikation sicher gegeben ist. Wir klicken auf Fertig und jetzt können wir unseren Stellantrieb benennen. Montiert ist er im Wohnzimmer, deswegen sage ich Heizung Wohnen. Gehe über Fertig, jetzt entsprechend in die Sortierung für die Räume, auf Jetzt einsortieren und kann ihn direkt im Wohnzimmer einsortieren. Im Wohnzimmer befindet sich bereits ein Raumtemperaturregler, das heißt wir haben Raumregler, wir haben Stellantrieb und können somit sehr effizient unsere Heizung regeln. Können hier den Betriebsmodus auswählen, Komfort oder Sparen und natürlich dann entsprechend unsere Komforttemperatur wählen. In diesem Fall wählen wir 19 Grad und schon wird unsere Temperatur entsprechend geregelt. In einem weiteren Video zum Thema Einzelraumregelung zeigen wir euch, wie wir die Heizungsregelung noch energieeffizienter gestalten können, zum Beispiel über Zeitfunktionen, über Energiesperre, sprich Heizung aus bei geöffnetem Fenster, oder aber auch über Anwesenheit und Abwesenheit.